Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, meine lieben Freunde, ich habe es gesagt, wir zählen die Tage. Es sind nur noch 2 Tage bis zum großen 48 Stunden Shakes and Fidget Zero Death Run Stream und es rückt immer näher. Ja, es rückt immer näher. Der Titel ist schon alles eingerichtet hier. Ich habe mir soweit schon alles vorbereitet. Bis dahin sind wir auch nicht mehr live, weil das ist ja jetzt schon fast Mittwoch. Nehme ich mir nochmal einen Tag Auszeit, damit ich nochmal dann ein bisschen Energie tanken kann für Donnerstag, Freitag. Ja, und Samstag auch noch mit rein. Und deswegen, ja, ich erwarte euch, falls ihr noch kein Follow dagelassen haben solltet auf Twitch, sehr gerne hier nachholen. Würde mich sehr, sehr freuen. Den Link findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Deswegen, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Es wird wahrscheinlich wirklich das härteste und größte Projekt bisher, was ich so in SF gemacht habe. Ja, deswegen mal gucken. Es wird auf jeden Fall ziemlich haarig werden. So viel lässt sich schon mal feststellen auf jeden Fall. Ansonsten sind wir heute auf EU24, denn ich wollte mal neben einen kleinen Blick, den ich mir auf den Server hier verschaffe, wie es hier momentan gerade auf dem Server aussieht, weil das ja der Server ist, der erste Server, wo der Pestdoktor auch mit drauf ist, wollte ich mal vergleichen, wie weit sind denn überhaupt die stärksten Pestdoktoren weltweit. Ja, denn der Pestdoktor ist natürlich ein paar Tage schon älter als EU24 es ist. Und hier sehen wir halt eben zum Beispiel einen Oliver, einen Menokul mit 337, ja, mit 331 hier ganz oben, Renovate mit 332 hier, ne? Und haben wir hier noch jemand weiter unten, 322, hier noch 320, 323, ne? Also alles so in diesen Rahmen ungefähr bewegen sich hier die Pestdoktoren auf dem Server. Allerdings, ja, wie gesagt, der Pesti ist ja schon ein paar Tage länger alt und da wollte ich mal mit euch heute zusammen in die Webshop-Statistik schauen, wie weit die höchsten Pestdoktoren, die höchsten Pestis so sind. Und wenn wir jetzt hier einmal in die Statistiken reinschauen, dann sehen wir jetzt, dass momentan der höchste Pestdoktor SCP-049 ist mit Stufe 360. Ja, dann El Cruncho mit 58 hier, Momir mit 57, Knickknack mit 56, ja, Rocket Peter mit 354 und so sieht es momentan gerade nach den Leveln aus. Also schon ein bisschen noch anführen im Vergleich zu den Leuten, die jetzt hier halt den Pestdoktor auf EU24 gestartet haben. Wenn wir nach den Stat Points gehen, dann sehen wir hier, dass der Dr. Co, also Kovo, mit 349 hier die meisten Stat-Punkte auf jeden Fall hat. Und das sind so die stärksten Pestdoktoren, die es momentan gerade so gibt. Wollte ich mir mal anschauen. Es war auch sehr interessant, dass hier der Raketenpeter hier auf den amerikanischen Server spielt. Ja, also das finde ich recht interessant, weil die meisten sind ja dann doch eher auf EU-Servern oder auf älteren Fusionsservern oder so gestartet. Das ist auf jeden Fall recht interessant zu sehen, dass er sich hier für Amerika entschieden hat. Ja, recht interessant auf jeden Fall. Ist ja jetzt auch schon bei 240 mittlerweile angelangt. Und hier der Klomomir ist auch schon auf 36, obwohl er auf EU23 natürlich dann ein bisschen später gestartet hat. Ne? Also das ist auch krass auf jeden Fall. Ja, man sieht hier, wie schnell er auf jeden Fall hier auch in die Top-Ränge reingekommen ist. Genau, so sieht das Ganze aus hier momentan bei den stärksten Pestdoktoren weltweit, beziehungsweise die höchsten, die wir momentan gerade haben. Ich bin hier jetzt gerade auf Stufe 274. Vielleicht schaffen wir heute in der Folge ein Level-Up. Sollte eigentlich hoffentlich drin sein. Wie immer starten wir natürlich auch hier mit dem Mondportal und gucken mal, ob wir das heute auch wieder gewone-shottet kriegen. Gestern haben wir es geschafft. Da haben wir, glaube ich, gegen einen Magier gespielt. Heute müssen wir gucken. Ich glaube nicht, dass wir den hier gewone-shottet kriegen. Das sieht auf jeden Fall nicht so danach aus. Und ja, wir haben uns ja das letzte Wochenende hier auf dem Char auch neu equipped gehabt. Ein bisschen Epics gepusht und so weiter und so. Ah, okay. Ja, wenn wir jetzt nochmal mit Potion rüberkriegen und ein bisschen ausweichen, ist der vielleicht doch sogar drin. Ja, nice.
Okay, da hat er das Battle nochmal einmal umgeswitcht. Das hätte ich nicht gedacht, aber ja, der Pestdoktor muss halt auch erstmal seine Potion treffen. Das ist halt das Problem, ne? Falls das nicht passieren sollte, dann wird es halt auch schwierig mit dem Ausweichen. Und dann ist es halt eben, ja, er muss sich ganz und komplett auf seine Potion halt verlassen, dass die trifft, um dann halt eben auszuweichen, um dem Kampf einen gewissen Random-Faktor zu geben, sag ich mal, ne? Ja, nice, aber somit haben wir 1% wieder mehr am Start. Ich weiß gar nicht, können wir irgendwas hier in der Zwischenzeit... Jo, den Gladi. Den Gladi können wir doch mal gleich ausbauen hier. Dann haben wir den auch eine Stufe höher. Was kostet die Welt hier? Zack, let's go. Gleich mal einen kleinen Skipperoni reinmachen hier. Und dann haben wir den Gladi auch gleich höher. Das hätte ich mal vorher machen sollen. Dann wäre das Risiko, jetzt beim Dämonenportal zu scheitern, nicht ganz so hoch gewesen, als ja, das hier jetzt im Nachhinein auszubauen. Ja, moin. Aber, ja, damit haben wir auf jeden Fall mit erhöhten Crit-Boni plus nochmal Dämonenportal-Bonus jetzt hier einen schönen kleinen Boost bekommen. Gegen Jan den Hämmerer wird das wahrscheinlich trotzdem jetzt erstmal noch nicht so viel bringen. Da bin ich immer noch ein bisschen am struggeln hier, aber Jan ist natürlich auch der Endboss, ne? Da musst du natürlich auch ein bisschen was drauf haben, außer Zahnbelag, dass du den hier auch dann mal besiegen könntest, ne? Genau, ansonsten können wir auch mal in die Schattenwelt reinschauen. Wir können gerne mal gucken, ob wir hier den Dungeon aufkriegen. Okay, das war kein Schattenwelt-Dungeon, aber dafür haben wir die Taverne hier aufgebrochen und facen direkt einen Magier. Ja, das ist natürlich auch schwierig. Ja, das war klar. Okay, gut, haben wir was im geheimen Lager noch? Ja, zum Glück haben wir ein paar Ressourcen hier noch gelagert. Ausdauerstein. Ich bin echt langsam am Überlegen, wirklich bald die... Ja doch, also wenn ich große Steine kriege, muss ich glaube ich die schwarzen Steine austauschen. Wir haben hier schwarze Steine vom Black Friday Event noch 152, 150. Jetzt haben wir hier fast 400er Steine am Start. Da muss ich jetzt, denke ich mal, wirklich so langsam mal austauschen. Weil das nicht mehr so worth ist, hier diese alten schwarzen Steine aufzubewahren. Ja, 410 haben wir hier einen großen Stein. Das werden wir austauschen, ja. Und zwar hier dagegen so. Können wir was hier noch in den Pot werfen? Ja, komm. Ich wollte aber eigentlich original den nächsten Schattenwelt-Key haben. Ja, und jetzt kriege ich hier nur Steine wieder. Das ist natürlich, ja. Ja, das ist natürlich nicht so gut, aber ich hoffe mal, dass wir jetzt hier bei der Mine jetzt hier so langsam den Schlüssel bekommen, der uns hier zum nächsten Dungeon vielleicht verhelfen könnte. Also die Skips sind halt auch echt teuer, ne? Und das ist ja eigentlich nicht so, nicht so nice. Vor allen Dingen halt von den Pilzen her, aber auch von den Ressourcen mittlerweile kosten die halt richtig gut Asche, ne? Und ja, wenn du da hier so ein paar Skips unlucky bist, dann... Alter, dann kann ich das schon echt einiges kosten hier. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch gar nicht. So, was ist denn jetzt hier los? Hab ich den noch nicht freigeschaltet hier oder was? Da ist ein fetter Haken drin. Ja, wo ist denn jetzt hier der Haken? Also, das gibt's doch nicht. Also da will doch wieder irgendeine höhere Instanz, dass ich hier nicht weiterkomme auf dem Server. Also das ist ja wieder bodenlos hier, wie viele Skips wir brauchen, bis wir hier mal so ein Erfolgserlebnis haben. Ja, und das ist ja heute nicht das erste Mal. Wir haben ja schon in der Vergangenheit hier öfter mal schon geskippt oder Edelsteine rausgewonnen aus der Mine. Es kommt kein Schlüssel. Bro, what the fuck? Was ist das hier? Wer will mich hier verarschen? Hä? Mach ich irgendwas falsch? Mach ich irgendwas falsch? Nee. Finde den Schlüssel in der Edelsteinmine. Jo. Alter, ich verskipp hier mein Hab und Gut. Ja, das ist gar nicht gut hier. Oh Mann. Eigentlich wollte ich ein bisschen mit den Pilzen ein paar Dungeons pushen. Aber ich glaube, das Game denkt sich so... Alter. Aber wirklich, das war wirklich einer zu viel. Nicht nur einer zu viel, das waren 10 zu viel. Mindestens, 15 zu viel. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt gebraucht haben. Und jetzt wette ich mit... Oh Gott, ich wollte schon sagen, jetzt wette ich mit euch, jetzt komme ich hier nicht weiter. Das wäre richtig bitter gewesen. Aber gut, zum Glück haben wir
den gleich sofort mitgenommen. Mal gucken, vielleicht kriegen wir auch noch ein paar mehr Etagen dann. Oder war das jetzt hier nur so ein Lucky Try gewesen und jetzt wird es schwieriger. Wie sieht es eigentlich aus mit den Verzauberungen hier? Haben wir da schon alles fertig soweit? Ja, okay, gut, da können wir auch nichts mehr machen. Gucken wir nochmal rein hier, ob der Sandsturm hier auch noch liegt. Wir haben zwar den Sandsturm selbst noch nicht freigeschaltet, aber vielleicht kriegen wir hier den Sandsturm. Down ist ein Magier, ist wieder ein Blocker. Einen Gegner haben wir schon mal mitgenommen, ist gut, ist fein. Okay, okay, sehr knappe Tries dabei. Da könnte ein Lucky Try mit mal so langsam kommen und dann haben wir hier den Gegner down und dann wird es vielleicht wieder ein bisschen einfacher, ich weiß es nicht. Ansonsten, ja, Fernweltler, 328, 34, was sagen die Setpunkte hier? 6,5 zu 30k und hier haben wir 6,4 zu 31k. Ja, es ist beides relativ gleich stark, würde ich mal meinen. Ja, aber so richtig will er noch nicht, glaube ich, liegen hier, ne? Ja, ich glaube, ich werde so langsam wirklich anfangen, wenn ich große Steine habe, die auszutauschen. Sehr schön, solange wir noch ein Level-Up hier mitnehmen, ist natürlich auch alles super duper. Damit wir die schwarzen Steine jetzt mal hier rauskriegen irgendwann. Weil ich glaube, das ist wirklich so langsam echt nicht mehr worth. Ich weiß nicht, ob die worth sind. Ich meine, die sind ein paar Stat-Punkte schlechter. Die großen geben mir 410, der gibt mir hier 93. Joa, es sind ein paar Stat-Punkte, aber ich glaube, das macht den Cool jetzt nicht fett. Ich glaube, ich fange wirklich so langsam an, mittlere und große zu tauschen gegen die schwarzen Steine, ja. Ich habe die, glaube ich, ein bisschen zu lange behalten jetzt mittlerweile. Ja, aber okay. Gut, wir haben nochmal ein Level-Up mitgenommen und ein paar Gegner hier nochmal dezimieren können. Das ist natürlich sehr schön. Plus 7 brauchen wir jetzt nicht. Liegt der Bigfoot noch? Ja, sehr schön. Dann haben wir nochmal ein Level-Up hier. Stärke können wir tatsächlich schon mal mitnehmen. Den Stein möchte ich nicht drin haben. Dann setze ich lieber hier den mittleren Ausdauerstein rein. Als diesen alten, ja, Stärkestein. Okay, wieder ein Magiergegner. Ich wollte gerade aufhören, weil ich dachte Block, aber so blockig ist er noch gar nicht hier. Okay, dafür müssen wir Ausdauer oder Stärkestein haben jetzt hier. Oh Mann. Ja, so ressourcentechnisch. Also ich will jetzt nicht den Stein hier rausnehmen. Ja, also da möchte ich eigentlich... Okay. Ja, er ist halt trotzdem besser, ne? Auch wenn es ein kleiner Stein ist, aber er ist trotzdem besser als das, was wir da drin hatten. Und dann haben wir hier auch schon tatsächlich... Ja, das ging jetzt natürlich leicht. Warum ging der jetzt so leicht zu finden? So, ne, da haben wir kaum einmal hier den nächsten Dungeon hier offen. Da finden wir schon direkt den und der andere hat hier so lange gedauert. Ja, na gut, okay, aber jetzt läuft es langsam. Jetzt sind wir auf einem kleinen Run hier, ne, auf einem kleinen Push. Ich sag's euch, der Gladi war es bestimmt gewesen. Der hat hier so sein Übriges dazu beigetragen, dass wir jetzt hier nochmal so weiterkommen. Hätte ich nicht gedacht. Aber wir legen nochmal einen kleinen Push hier hin. Ja, anfangs hatte ich gedacht, okay, wir machen das Level-Up voll und dann ist fertig. Aber ja, jetzt haben wir schon wieder, jetzt sind wir fast 280 auf einmal, ne? Ging jetzt wirklich relativ fix, muss ich sagen. Okay, alle Attribut-Items muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Magier-Gegner, nochmal so. Auch nochmal so hinterher so schnell. Also die 280 wäre jetzt schon cool, falls wir die noch kriegen. Das wäre schon eine gute Abrundung für das Video heute. Aber wenn es nicht sein soll, dann soll es nicht sein. Ja, gucken wir mal hier nochmal rein. Hier haben wir ein bisschen mehr Random-Faktor durch einen Kundschafter. Vielleicht ein bisschen ausweichen so, vielleicht mit ein bisschen Glück, ein bisschen mehr. Ja, ist natürlich auch ein bisschen schwieriger, der Gegner hier schon im nächsten Dungeon, das muss man auch sagen. Okay, aber der Fernweltler ist jetzt mittlerweile schwächer als der Gegner hier in dem Dungeon, deswegen würde ich eher den Fernweltler jetzt hier probieren, als den Dungeon-Gegner hier. Ist nur die Frage, ob der mir ein komplettes Level abbringt, ne? Ja, das ist natürlich so das Ding. Boah. Ja, schwierig. Schwieriges Unterfangen hier. Okay, ich glaube, den lassen wir uns ansonsten erstmal für irgendeine andere Episode. Dann sind wir aber erstmal trotzdem hier ganz gut unterwegs und haben ein paar Level gemacht. Das ist natürlich ganz nice. Und dann soll es das erstmal soweit für die Folge heute gewesen sein. Den Pestdoktor auch wieder ein bisschen weiter vorangebracht. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.